Das Problem mit dem Lord-System ist, dass du einem Spieler die Macht über einen gesamten Server gibst, indirekt. Und der kann dann bestimmen, wann, ob und wie Events stattfinden. Und das eigentlich krassere, weil ich meine, gut mit den Events, ich meine, wenn du es dir nur einmal mit der Community verscherzt, dann wirst du nie wieder Lord, so ungefähr. Kann ich aus Erfahrung sagen. Sag mal so, das ist noch irgendwo, keine Ahnung, das haben auch noch andere Spieler in der Hand, ein wenig vielleicht. Aber das Problem ist, dass du ja auch noch die Lord-Buffs hast. Und für 2 Wochen die Lord-Buffs bestimmen zu können, auch das ist viel wert. Lord-Buffs 1 Stunde lang, ich glaube, alle Stats plus 20 oder so, Angriffskraft und XP und Droprate. Und das immer für 1 Stunde, jede Stunde. Und das 2 Wochen lang. Also kannst du damit einzelne Spieler übelst boosten. Höchstwahrscheinlich dich selber. Oder die Buffs sogar verkaufen. Und ja, solche Macht sollte kein Spieler haben. Das ist einfach falsch. Und lädt halt ein zu Korruption. Mobbing war möglich, sogar mit Lord-Systemen. Der Lord in Flive PC kann Leute teleportieren. Das heißt, wenn du weißt, jemand ist gerade in einem Dungeon und farmt gerade irgendwas, kannst du ihn einfach rausziehen und irgendwo hin teleportieren, wo er automatisch stirbt oder so. Also auch Mobbing war da eine Sache. Der Lord wiederum kann sich auch zu anderen Leuten teleportieren. Da hat sich mal ein Lord zu uns ins Gildenhaus teleportiert, was ja eigentlich unmöglich sein sollte, weil er war nicht in unserer Gilde und hat sich einfach in unser Gildenhaus teleportiert. An so einen Scheiß. Also, schon pretty crazy. Und solche Macht sollte kein Spieler haben. Meiner Meinung nach. Also hoffe ich auch nicht, dass dieses System jemals wieder zurückkehrt. Und wenn doch, dann reworked. Und zwar so, dass alle darauf zugreifen können. Also wenn der Lord Buffs, oder wenn es Lord Buffs gibt, über Penya Sync, quasi die gesamte Community muss insgesamt 1 Milliarde an den NPC zahlen. Und dann gibt es für 1 Stunde für jeden Lord Buffs. Also dann können sich dann mehrere Leute zusammentun. Also der ganze Server zahlt 1 Milliarde insgesamt. Also ein paar hundert Leute, die jeweils 1-2 Mio zahlen. Würde schon reichen. Oder 10 Leute, die jeweils 100 Mio zahlen, whatever. Und dann automatisch läuft für 1 Stunde Lord Buffs zum Beispiel. Oder auch die Lord XP und Drop Events. So dass es halt immer für alle gleich ist. Und dass es halt auch verlängert werden kann. Also wenn du halt für 1 Stunde zahlst, läuft es 1 Stunde. Aber wenn es halt schon läuft, dann zahlt jemand nochmal genug für 1 Stunde, dann wird es halt automatisch um 1 Stunde verlängert und so weiter. Das wäre ideal. Das würde Inflation heftigst bekämpfen, also wirklich komplett krank inflationsbekämpfen. Das wäre richtig geil. Damit die Preise nicht weiter steigen, sondern eher sinken. Und außerdem wäre es fairer, weil nicht ein Spieler einfach über alles entscheiden kann. Wie gesagt, ich meine, klar, wenn du ein schlechter Lord bist, wirst du in der Regel auch nicht wiedergewählt. Ändert ja aber nichts daran, dass er dann für 2 Wochen lang das Lord-System blockiert und andere, wie gesagt, teilweise sogar terrorisieren kann mit seiner Macht. Und das sollte einfach nicht so sein im Videospiel, dass du einem Spieler so viel Macht gibst. Keine Ahnung, wer sich das damals ausgedacht hat. Wer auch immer es war, kannte wahrscheinlich die Flive-Community nicht besonders gut. Weil das hätte man sich eigentlich denken können, dass sowas natürlich auch gerne mal abused wird. Also in jedem Game. Keine Ahnung, wie man auf sowas kommt und sich nicht die Gedanken darüber macht, was, wenn es mal jemand wird, der nicht nur Gutes im Sinne hat, sozusagen. Sehr komisch. Außerdem, was jetzt noch dazu kommt, ist halt, welche Dinge werden nicht von der Flive-Community abused, Sir? 8 Char-Taktik, Tower Dailies, Battle Pass. Habe ich gehört. Das ist gut, das kann man so lassen. Und was halt noch dazu kommt, ist halt, jeder hat ja auch ein anderes Verständnis von zum Beispiel guter Lord, schlechter Lord.
Und ich meine, irgendwann hat sich das so entwickelt, dass zum Beispiel ein XP-Event ist, dass man vom Lord mehr oder weniger erwartet, dass der den ganzen Tag online ist und 24/7 Events startet. Und wer das nicht macht, ist ein schlechter Lord. Also quasi, wer nicht den ganzen Tag am PC hockt oder sich jede Stunde einen Wecker stellt, um die Events neu zu starten, auch nachts und so, ist automatisch ein schlechter Lord. Und die es machen, sind gute Lords. Also die quasi ihren Schlafrhythmus zerstören für ein Videospiel, für eine Lordschaft in einem Videospiel. Diejenigen, die kein echtes Leben haben sozusagen. Das sind die guten Lords und die in Real Life haben oder mal nicht den ganzen Tag am PC sind, die sind automatisch die schlechten Lords. Also das kommt auch noch dazu. Dass du dann halt so eine toxische Atmosphäre schaffst, dass du den Lord mehr oder weniger dazu zwingst, 24/7 am PC zu bleiben. Und wenn er es nicht tut, dass er halt übelst weggehatet wird. Also das ist schon ziemlich crazy gewesen. Und wie gesagt, für ein Videospiel einfach nur krank. Und die einfache Lösung wäre halt gewesen, also einerseits den Spielern die Macht nicht zu geben und auf der anderen Seite die Leute nicht so unter Druck setzen zu lassen. Zu Recht, Sir. Das ist wirklich crazy. Und ich meine, ich habe beide Seiten miterlebt. Es gab Zeiten, da war ich sauer auf den Lord, weil ich gelevelt habe und es kamen keine Events mehr. Und ich war selber Lord und die Leute waren sauer auf mich. Also ich kenne beide Seiten der Medaille. Und ich sage einfach, das System ist Schrott. Dass es bis heute nicht gereworked wurde, das System, ist auch crazy. In Flive PC. Aber ich bin mir ziemlich sicher, in Flive Universe würde es gereworked werden.